Herzlich willkommen im Belvedere. Die österreichische Galerie kommt zu Ihnen. Düstere Verhältnisse, politische Repression, Unterdrückung, Armut, Verwerfungen, Grausamkeit und Brutalität. Das alles bringen wir mit dem Mittelalter in Verbindung, ganz zu schweigen vom Gestank, dem Schmutz und der Omnipräsenz von Angst und Furcht. In krassem Gegensatz dazu das Porträt eines gut aussehenden, selbstbewussten Mannes, der in intensiver Farbigkeit, im Dreiviertelporträt vor unserem Auge entfaltet, eine Präsenz zeigt, die als Werk des Spätmittelalters ganz ein anderes Bild entwirft. Umso faszinierender und erstaunlicher: Wir wissen nicht nur ganz genau, wer hier porträtiert ist, sondern wir wissen im konkreten Falle sogar, von welchem spätmittelalterlichen Künstler dieses Porträt gefertigt wurde. Auf der Rückseite des Tafelbildes, also der Begriff kommt ja aus der mittelalterlichen Malerei, weil man mit Tempera auf Holztafeln, auf gehobelte, grundierte aufmalte. Auf der Rückseite ist sehr genau dokumentiert: Jobst Seyfried, Maler, also ein Künstlerkollege des Künstlers, der ihn porträtiert, wird hier mit der typischen Frisur eines erfolgreichen Bürgers seiner Zeit, auslaufendes Mittelalter um 1500, mit einem gewalkten Filzhut, einem in Form gebrachten auf seinem Haupte und dieser sehr schlichten, eleganten Kleidung dargestellt. Dieser Jobst Seyfried, der in Passau Karriere gemacht hat und eine eigene Werkstatt betrieben haben dürfte, wird von Rüland Frühauf, dem Älteren, porträtiert. Die Initialen über dem Haupte des von ihm gezeigten Malerkollegen, RF, eine Besonderheit. So viele andere Künstler des Mittelalters können wir heute nicht mehr benennen und müssen ihnen sogenannte Notnamen zudenken. Aber Rüland Frühauf war ein Künstler, der relativ früh begann, seine Werke zu signieren und sich damit durchaus selbstbewusst auch ins Spiel brachte. Geboren dürfte er im Raum Salzburg sein, dieser Rüland Frühauf der Ältere, um 1440, 1450 herum. Ab 1470 wird er mit eigenen Aufträgen, die er übernimmt, im Raum Salzburg, beispielsweise die Kirche von St. Peter, wird mit einem Flügelaltar aus seiner Werkstatt bedacht und versehen werden, reüssieren, um dann nach Passau zu übersiedeln und dort eine große Karriere zu machen. Rüland Frühauf ist in unterschiedlichen Dokumenten mehrmals benannt und wir wissen aus diesen herauslesend ziemlich genau, dass er 1507 in Passau verstorben ist. Er wird sogar in den Stadtbüchern als Bürger geführt. Er hat darum gebeten, als Bürger wieder aufgenommen zu werden und besiegelt damit auch seine Bindung an diese wichtige Stadt. Passau, Salzburg, aber auch Klosterneuburg, das sind politische Zentren und das Bild ist nicht nur sozialpolitisch erstaunlich, sondern weit darüber hinausgehend können wir sehr, sehr viel ablesen, nämlich das neue Selbstbewusstsein des Menschen, der eine politische Reform einfordert, der fast schon eine Hinwendung zu den neuen Gegebenheiten des Renaissance, den Menschen im Zentrum der Entscheidungsfindungen sieht. Gar keine Frage, die kriegerischen Auseinandersetzungen sind grausam und brutal, die sozialen Verhältnisse von Ungleichheit getragen. Aber was wir hier bereits ablesen können, ist nicht nur in der Farbintensität und Akkuratesse der Malerei des Spätmittelalters eine unglaubliche Eleganz und Ästhetik, sondern der Mensch beginnt sich neu zu definieren und neu zu sehen. Er spiegelt sich im Göttlichen, aber er wird sich seiner selbst mehr und mehr bewusst. Genießen Sie die Aura dieses besonderen Werkes, dieses Porträts, das die Persönlichkeit des Jobst Seyfried im Blick, im Auge des Rüland Frühauf des Älteren für uns so stark und präsent macht. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen in der österreichischen Galerie Belvedere.